Ja Leute, heute gibt es mal ein bisschen ein persönlicheres Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, was ich momentan so an Schmiedeequipment besitze, was mich das alles gekostet hat und vor allem auch, wie ihr am besten mit dem Schmieden anfangen könnt. Und am besten habe ich mir gedacht, fange ich mal mit meinem Amboss an. Den habe ich vor, ich glaube, circa 3 Jahren gekauft und ich bin damals zu einem alten Schmied in der Umgebung gefahren und habe den einfach gefragt, ob der für mich nicht einen Amboss hat. Der hatte leider keinen, den er hergeben wollte, aber er hat zum Glück jemanden gekannt, der daheim noch einen herumstehen hat. Und so bin ich sehr günstig mit, ich glaube, 60 Euro zu diesem 85 Kilo Tip-Top Amboss gekommen. Den habe ich natürlich schon aufgeschweißt, das seht ihr auch in einem meiner vergangenen Videos. Und was mir der Schmied damals auch noch geschenkt hat, sind 2 Schmiedezangen. Und ich werde euch aber noch in den nächsten Videos zeigen, wie man sich solche Schmiedezangen auch sehr einfach selber machen kann. Und ja, Ambosse sind leider momentan richtig teuer, die werden kaum noch nachproduziert und wenn man da irgendwas unter 200 Euro bekommt, ist man schon wirklich gut dabei. Um aber mit dem Schmieden starten zu können, braucht es gar nicht mal unbedingt einen Amboss. Oft tut es irgendein altes Stück Altmetall vom Schrott, zum Beispiel eine alte Eisenbahnschiene. Die kann man sich einfach plan abschleifen und damit kann man auf jeden Fall schon die ersten tollen Ergebnisse erzielen. Was ich aber wirklich jedem empfehlen möchte, ist es, die Schiene ordentlich zu montieren und zwar am besten auf so einem Stumpf wie hier, der Amboss, niederzuschrauben. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Thema und das ist der Platz. Man braucht einfach irgendeine alte Garage, wo man seine Sachen unterstellen kann. Ein großes Dankeschön an meinen Papa, der mir den Platz hier zur Verfügung stellt und mich da meine Sachen realisieren lässt. Außer Hammer und Amboss ist das Wichtigste beim Schmieden natürlich eine Esse. Hier seht ihr meine alte Holzkohleesse. Die habe ich einfach aus irgendeinem Blech zusammengeschweißt. Drinnen sind so Schamottsteine und ein altes Gebläse einer Autoklimaanlage. Da kann man aber auch einfach einen Föhn nehmen. Wie ihr seht, eigentlich alles Teile, die man vom Schrott bekommt. Und damit mit irgendeinem alten Amboss oder einer Eisenbahnschiene zur Not und irgendeiner selbstgebauten Esse kann man eigentlich schon super ins Schmieden starten. Es gibt ja tausende Sachen, die man schmieden kann. Es müssen ja nicht unbedingt Messer sein. Für Messer wäre dann sowas wie ein Bandschleifer oder so noch ganz hilfreich, aber dazu kommen wir später. Das hier war mein allererstes Messer, was ich mit diesen Basics geschmiedet habe. Und wie ich das gemacht habe, seht ihr in einem meiner allerersten Videos auf YouTube. Was als nächstes noch ganz nützlich ist, ist irgendein alter Schraubstock, einfach um Dinge abzuschleifen oder abzuschneiden. Weil der andere Schraubstock aber aus Gusseisen ist, habe ich mir dann diesen geschmiedeten Schmiedeschraubstock gekauft. Der hält auf jeden Fall einiges aus. Ich habe dafür 70 Euro bezahlt und ich bin bisher super zufrieden. Vor allem Sachen wie Torsionsdamast oder wenn man einfach kleine Sachen schmieden muss, die man umbiegen muss, ist der einfach super geeignet. Wenn man später irgendwann einmal Damast schmieden möchte, empfehle ich euch auf jeden Fall, euch so eine Gasesse zu bauen. Einfach weil man damit ein viel saubereres Feuer hat, man hat nicht den ganzen Schwefel wie bei der Kohle und dadurch gelingt der Damast auch viel einfacher. Für alle, die mir aber auf Instagram folgen, die wissen bereits, ich habe mir schon einen neuen Ofen gebaut und zwar einfach ein bisschen einen größeren, damit ich auch längere Werkstücke schmieden kann. Beheizen tue ich den Ofen mit so einem einfachen Venturi-Brenner. Ich habe den aus einfachen Wasserrohren aus dem Baumarkt gebaut und der saugt sich die Luft von selber an. Ich kriege aber ungefähr wöchentlich eine Nachricht, dass irgendwer den versucht hat nachzubauen und dass es nicht geklappt hat. Und deswegen werde ich euch noch ein getrenntes Video auf dem Zweitkanal, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, online stellen die nächsten Tage, wo ich euch das nochmal genau zeige. Dann kennen wahrscheinlich die meisten, weil es noch ein relativ neues Video ist, meinen selbstgebauten Härteofen. Der ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig, man kann auch in der Esse härten und fürs Anfangen ist es auch voll in Ordnung. Aber ich habe mir den jetzt dann doch gebaut, weil man einfach mehr Kontrolle über das Härten und das Anlassen von Messern hat. Ganz eine tolle Sache, wenn man irgendein billiges Schweißgerät hat, ist es auch, wenn man sich so einen Bandschleifer schweißt, vor allem wenn man vorhat, Messer zu schmieden. Das einzige, was ich mir dafür gekauft habe, sind diese Longboard-Rollen, die haben mich ungefähr 25 Euro gekostet. Was ich noch verwende, um Messer parallel zu schleifen, und das funktioniert wirklich gut, ist meine alte Drechselmaschine. Und da habe ich mir so eine einfache Schleifwalze gedrechselt und mit Leim, Schleifpapier, das ist Zirkonkorund, Körnung 60, aufgeklebt. Und damit kann man einfach die Messer, wenn man die auf einen Holzstreifen oder auf einen Aluminiumstreifen mit Sekundenkleber klebt,
da immer wieder hindurchschieben und dadurch perfekt parallele Ergebnisse erzielen. Um sich eben diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel einen Härteofen, eine Esse oder einen Bandschleifer selber bauen zu können, braucht man natürlich irgendein Schweißgerät. Ich habe das hier schon vor Jahren zufällig am Flohmarkt gefunden und damals für 10 Euro gekauft. Bis heute verwende ich es hin und wieder immer noch, obwohl ich mittlerweile schon ein neues habe. Aber mit sowas kann man auch echt nichts falsch machen. Ich glaube auch vor allem gebraucht bekommt man schon relativ günstig irgendwo ein altes Schweißgerät. Jetzt ist es ja so, Schweißen ist nicht immer ganz einfach. Ich habe mir das alles selbst beigebracht, aber ihr könnt mich ja mal wissen lassen, wenn ihr wollt, ob ich euch das mal zeige, die Tipps und Tricks, die ich so über die letzten Jahre selbst für mich herausgefunden habe. Wenn ich natürlich schon über das Schweißgerät rede, dann rede ich auch über die Flex. Und die Flex ist wirklich, glaube ich, das praktischste und preisgünstigste Werkzeug, was es so überhaupt gibt. Und ja, der Schutz ist mittlerweile verloren gegangen. Ich empfehle das aber jedem, den drauf zu tun, weil es kann wirklich gefährlich werden. Momentan bin ich mit der noch super zufrieden. Dann kommen wir auch langsam schon zum großen Finale. Und zwar das hier ist mein selbstgebauter Schmiedehammer. Den habe ich zuerst als Pedalhammer verwendet und dann auf elektrisch umgebaut. Und in dieses Projekt ist wirklich sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Arbeit hineingeflossen. Ich bin grundsätzlich immer dafür, sich Sachen selbst zu bauen, einfach weil man dabei wahnsinnig viel lernen kann. Aber bei diesem Projekt muss ich ehrlich sagen, weiß ich selbst nicht, ob es sich wirklich ausgezahlt hat. Ich werde jetzt trotzdem auf jeden Fall noch einen größeren Hammerkopf und einen schwereren Amboss montieren, wenn ich das mal bekomme, und werde den dann fix wo niederschrauben auf ein Fundament, und dann werde ich sehen, ob er sich noch mehr lohnt oder nicht. Ich habe auf jeden Fall mit dem schon mehr Messer geschmiedet als nur das Kochmesser, was ihr im letzten Video gesehen habt. Und zwar habe ich da einmal diesen Rohling geschmiedet. Hier geschmiedet. Da habe ich probiert, so eine Art Mosaik-Federdamast zu machen. Es hat leider nicht ganz so gut geklappt, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch nie fertig bauen, dieses Messer. Ja, ich habe auch noch diese 4 Rohlinge hier geschmiedet. Die sind alle aus einem demselben Damastpaket. Und das war auch der Fehler, weil ich habe da ein sehr großes Damastpaket gemacht und ich habe geglaubt, das funktioniert so. Aber zu große Damastpakete, da braucht man viel zu lange, um das auszuschmieden. Und dann wird das Material mit der Zeit irgendwann spröde. Und wie man sieht, haben sich da richtig fatale Risse in den Messern gebildet, sodass ich diese Messer wahrscheinlich nie wirklich fertig bauen werde. Aber ja, da sieht man's. Da ist auch eine Schweißnaht aufgegangen. Eigentlich wären das Mosaik-Damastmuster. Schaut eigentlich sehr cool aus. Aber ja. Grundsätzlich träume ich ja schon seit Jahren von einem eigenen richtigen Schmiedehammer. Das Problem ist auch, wenn man so viel Platz hat wie ich, irgendwann geht der Platz aus, und für einen Schmiedehammer sah ich nie wirklich die Möglichkeit, wo ich denn den hinstellen könnte, einfach aufgrund der schieren Größe, des wahnsinnigen Gewichts und aufgrund dessen, dass man auch einfach ein Fundament unter dem Hammer braucht. Und das war ja der Grund, warum ich mir diesen kleinen mobilen Hammer gebaut habe. Aber in letzter Zeit habe ich dann online einen gebrauchten Lufthammer gesehen und der war wirklich sehr günstig zu haben, für ungefähr 2500 Euro, glaube ich. Den habe ich aber leider nicht mehr bekommen und der wäre auch viel zu groß gewesen, der war nämlich über 2,50 Meter hoch, den hätte ich sowieso nirgends hinstellen können. Aber dann kam eine Anzeige online und da habe ich es mir nicht entgehen lassen, den mir dann zu holen. Und bevor ich euch den Hammer jetzt aber zeige ich euch noch, wie ich das Fundament für den Hammer gebaut habe, weil das brauche ich für den Hammer unbedingt. Und auch, wie ich die Wände mit Gips verkleidet habe, damit ich eben etwas gegen die Brandgefahr unternehme. Als erstes musste natürlich der Fußboden raus. Da habe ich dann gleich eine Schalung gebaut, ein Stahlgitter verlegt und alles mit so Randdämmstreifen vom Rest des Gebäudes wegen den Schwingungen entkoppelt. Dann wurde auch schon der Hammer geliefert. Ich schätze den ungefähr vom Gewicht auf 1500 bis 2000 Kilo.
Ich habe da ordentlich untergebackelt und wir haben den Hammer dann mit dem Kran vor die Garage gehoben und dann auf so Eisenrohren mit Mühe und Not hineingerollt. Leider waren einige Blattfedern durchgebrochen, also musste ich den Hammer erstmal zerlegen. Einige Federn waren komplett durchgebrochen, einige weitere angeknackst, aber zum Glück waren beim Hammer genug als Ersatz dabei. Dann gab es noch ein weiteres Problem, und zwar hatte dieses Gleitlager einen Haarriss, der fast ganz hindurchging. Das war aus Gusseisen und ist deshalb echt schwer zu schweißen. Mit Vorwärmen und Weichklopfen der Schweißnaht hat es dann aber so irgendwie geklappt. Auch den Exzenter hinten habe ich begutachtet, aber da war soweit alles in Ordnung. Mit viel Traktorfett habe ich das Ganze dann wieder zusammengebaut. Ich habe das Traktorfett auch zwischen die einzelnen Federlagen geschmiert. Weil ich mit den runden Gesenken schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich mir dann die flachen Gesenke neu abgeschliffen, die waren nämlich alles andere als flach, und statt den runden montiert. Das war echt eine Challenge, da die alten Gesenke aus der Schabotte und aus dem Hammerbär wieder herauszubekommen. Die sind einfach mit so Eisenkeilen eingekeilt. Die Wand haben wir dann zum Funkenschutz mit so Gipsplatten verkleidet und ich habe das Ganze schwarz gestrichen, einfach weil ich glaube, dass das zum Filmen ganz cool ausschauen könnte. Dann war der Hammer eigentlich schon einsatzbereit. Nach den ersten 3 Damastpaketen musste ich dann feststellen, dass der Hammer dann doch etwas auf Wanderschaft ging und das, obwohl ich den auf so ein Mörtelbett gesetzt habe, damit er auch 100% plan aufliegt. Auf jeden Fall musste ich den dann niederschrauben und da habe ich den an so Laschen dann angeschweißt. Und ja Leute, das ist jetzt mein neuer Ajax 1, schätzungsweise um die 100 Jahre alt. Das Patent vom Hammerbär ist, soweit ich weiß, von 1913. Genaues Baujahr weiß ich leider nicht. Wenn ihr da irgendwelche Informationen habt, dann lasst sie mir bitte zukommen. Auf jeden Fall bin ich bis jetzt damit wirklich zufrieden. Was ich besonders mag, ist, dass der bereits auf so einem Fundament steht, wo man dann mit dem Hubwagel immer wegführen kann. Kurz zur Funktionsweise des Hammers. Wir haben hinten den Motor, das ist ein Langsamläufer über einen Keilriemen, der treibt dann die Leerscheibe an. Die Leerscheibe dreht sich quasi immer durch, also das sind 2 Scheiben. Ich kann dann mit dem Fußpedal über die Riemengabel, die ihr da hinten seht, kann ich den Keilriemen hinüberschieben auf die Vollscheibe. Und je nachdem, wie weit ich den Riemen hinüberschiebe, umso mehr nimmt er den Hammer mit oder rutscht eben etwas hindurch. Das heißt, wenn ich den Riemen ganz rüberschiebe, dann hat er die vollen 300 Schläge pro Minute. Und wenn ich ihn nur teilweise rüberschiebe, dann eben weniger. Dadurch kann man sehr gezielt schmieden und ich bin da jetzt auch echt schon drauf gekommen. Vor allem, wenn man da so sich eine kleine Steinplatte unterlegt, wo man dann die Ferse abstellen kann, dann kann man wirklich viel behutsamer und besser den Hammer bedienen. Und der Keilriemen treibt dann hinten diesen Exzenter an. Der ist über 2 Blattfedern mit der großen Blattfeder oben verbunden. Und die Blattfeder oben, die endet dann einfach im Hammerkopf. Und der Hammerkopf schwingt einfach auf diesen Gleitlagern auf und ab. Wie gesagt, die Blattfedern habe ich alle schon getauscht und dieses Gussteil habe ich geschweißt.
Ansonsten hat eigentlich alles von Anfang an funktioniert. Ein paar Muttern waren locker, die habe ich alle nachgespannt. Das ist ganz gut, wenn man das mal alles überprüft und zerlegt. Wie gesagt, steht auf dem Hammer leider kein Baujahr drauf. Es könnte sein, dass es hier mal gestanden ist, zwischen den zwei Nieten. Und das ist der Ajax 1. Die Ajax wurden produziert von Typ 0 bis Typ 6. Typ 0 hatte 15 Kilogramm Hammergewicht. Meiner hat bereits 30 Kilo. Und der Ajax 6 hatte, glaube ich, 250 Kilo Hammergewicht. Wobei man dazu sagen muss, dass mein Hammer an die 300 Schläge pro Minute hat. Und der Ajax 6 dann, glaube ich, nur mehr 120 Schläge pro Minute. Auf jeden Fall, glaube ich, waren damals die Hämmer Ajax 4 bis Ajax 6 viel häufiger in der Industrie in Verwendung. Letztens habe ich tatsächlich einen Ajax 4 mal neben der Straße stehen gesehen als Schauobjekt. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich schade, dass der da so vor sich hin rostet. Auf jeden Fall, ich blende euch da ein paar Fotos ein, da sieht man, der Ajax 4 ist schon um einiges größer und der muss auch nicht mehr auf einem erhöhten Fundament stehen. Das finde ich aber ganz praktisch, weil der Hammer dann doch recht handlich und klein ist und ich auch den Motor nicht an die Wand montieren muss, sondern dass das alles schon da auf diesem Fundament montiert ist. Das finde ich ganz praktisch. Und ja, wie ihr seht, habe ich dann doch noch meinen Platz gefunden für den Hammer. Ja, und wenn ihr euch so einen Hammer zulegen wollt, kann ich es euch nur empfehlen. Sie kommen relativ oft auf den Gebrauchtmarkt online, wobei es eindeutig mehr Federhämmer gibt, mehr alte Federhämmer als Lufthämmer. Bei mir war es besonders günstig, weil der nicht so weit entfernt war, sprich der Transport hat auch nicht so viel gekostet. Auf jeden Fall, jetzt könnte man sich überlegen, man könnte sich natürlich auch einfach eine Schmiedepresse kaufen. Das würde genauso funktionieren, aber die sind mindestens genauso teuer, wenn nicht noch teurer als so eine alte Maschine. Und sind wir mal ehrlich, der Mast gehört doch geschmiedet und nicht gequetscht, oder? Ja, und wie ihr seht, kann man mit dem Schmieden ganz klein anfangen, so wie ich das vor 3 Jahren auch gemacht habe. Und das empfehle ich auch jedem, den das vielleicht interessiert und der den Platz dafür hat. In Zukunft kommen auch noch auf jeden Fall etliche coole Schmiedevideos mit dem Hammer. Ihr könnt mir da auf jeden Fall gern unten in die Kommentare Vorschläge reinschreiben, was ich so alles noch schmieden soll, vielleicht auch an Werkzeug oder einfach an verrückten Sachen. Und damit bedanke ich mich fürs Anschauen, erzählt mir gern, was ihr von dem Hammer haltet und bis zum nächsten Mal.